Das ist der Brotherhood of Steel Paladin in Power Armor. Mega geiles Modell. Herzlich willkommen bei unserem Kanal, herzlich willkommen bei HTL World. Grüß euch, Servus, hallo. Ich möchte heute für euch ein Tutorial drehen, und zwar, ihr wisst ja, dass ich mit dem Fallout-Spiel mit dem Miniaturensammeln begonnen habe, und ich habe ein paar Promo-Minis bekommen. 2 davon habe ich schon angemalt, und wer das letzte Video zu Fallout gesehen hat, hat sie auch sehen dürfen. Aber jetzt kommt der Große, jetzt kommt der Dicke. Jetzt möchte ich mit euch gemeinsam den T60, also den Brotherhood of Steel, der mit dem Fallout bekannt geworden ist, den möchte ich mit euch gemeinsam live anmalen. Und ich werde das mal probieren. Ich habe in der Form noch nie ein Maltutorial gemacht, aber immer wieder nur so kleinere. Aber jetzt werde ich mal eine ganze Miniatur für euch anmalen und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, bevor wir eine Miniatur anmalen können, müssen wir sie natürlich grundieren, und da viel Metall dabei ist, habe ich von Army Painter die Farbe Color Primer Plate Mail Metal verwendet. Die erste Farbe, die wir auftragen wollen, ist die Farbe Caberlight Green von Games Workshop, die wir dazu benutzen, um alle Stoffteile an der Miniatur anzumalen. Wenn man ein bisschen unvorsichtig ist, kein Problem, wir können es nachträglich ausbessern. Als zweite Farbe trage ich auf die Miniatur die Farbe Corn Red auf, und zwar an der Waffe und an den Schläuchen hinten und an der Seite am Helm. Vor dem Tuschen bemale ich noch die Base mit Rhinox Hide, Ashen Grey und Montfang Brown. Die Erdteile bemale ich mit Rhinox Hide. Alle Teile, wo Felsen oder Steine sind, werden mit Ashen Grey bemalt, und die Bretter, die auf der Base drauf sind, mache ich mit Montfang Brown. Wichtig dabei ist, dass ich recht flüssig male, um ja keine Details zu verdecken. Vor dem Tuschen muss das Ganze auf jeden Fall noch einmal gut durchtrocknen. Nuin Oil ist die nächste Farbe, die wir benutzen. Das ist eine Tusche, und die Tuschen haben den Effekt, dass sie in die Vertiefungen rinnen und so den 3D-Effekt generieren, und das machen wir am gesamten Modell und an der gesamten Base. Danach muss das Modell wieder gut trocknen. Sobald das Modell getrocknet ist, fangen wir mit dem Trockenbürsten an. Für das Trockenbürsten, für den ersten Schritt, benutzen wir die Farbe Lead Belcher. Um das Trockenbürsten durchzuführen, nehmen wir die Pinsel voll mit Farbe und streichen danach den Großteil der Farbe vom Pinsel wieder ab. Wenn nur noch wenig Farbe auf dem Pinsel zurückgeblieben ist, streichen wir über das gesamte Modell. Das nennt sich Trockenbürsten. Die gleiche Technik wenden wir auch mit der nächsten Farbe Riser Rust an. Auch hier gehen wir über das gesamte Modell und versuchen, unsere ersten Rosteffekte zu erzielen. Wenn wir die gesamte Rüstung trocken gebürstet haben, dann sieht das wie folgt aus. Die Kanten sollen bei meinem Modell silber sein, da sich Rost eigentlich an Kanten nicht festsetzt, und deswegen nutze ich nochmal einen ganz leichten Trockenbürstschritt mit der Farbe Lead Belcher. Agrax Earthshade ist die nächste Tusche, die wir benutzen. Hier gehen wir über die gesamte Rüstung, um weitere Rost- und Verdunkelungs- und Verwitterungseffekte zu erhalten. Nach dem Tuschen sieht das Modell so aus, jetzt muss es wieder gut trocknen. Nach dem Trocknen weiteres Trockenbürsten mit Lead Belcher. Als nächstes kommt ein etwas komplexerer Arbeitsschritt. Hierbei nutzen wir 2 Farben, die miteinander gemischt werden: Lamia Medium und Troll Slayer Orange. Mit Lamia Medium kann man anderen Farben eine Tusche- oder Glaze-ähnliche Eigenschaft verleihen. Dadurch verfließt die Farbe viel besser und es gelangt nicht so viel Farbe auf das Modell. Diesen Effekt wollen wir uns zunutze machen, um die letzten Rosteffekte auf das Modell zu übertragen. Hierbei tupfe ich an ausgewählten Stellen auf die Rüstung, um dort nochmal einen verstärkten Rosteffekt in Orange zu erzielen. Jetzt nehmen wir einen sehr kleinen Pinsel und Runefang Steel
um einen abschließenden Edge-Highlight auf die Rüstung zu setzen. Wir kehren zu Kyberlight Green zurück, um die Kleidung jetzt sauber zu bemalen. Dabei nutzen wir einen sehr feinen Pinsel, um genau und präzise die Stellen erreichen zu können. Einen weiteren Highlight für die Kleidung setzen wir mit Sybarite Green, wo wir ebenso ganz genau zentral weitere Highlights setzen, um die Kleidung hervorstechen zu lassen. Im Anschluss nutzen wir Nuin Oil, um die Kleidung noch etwas stärker von der Rüstung abgrenzen zu können. Hier kann man gleich schön sehen, wie das Grün unter der Rüstung hervorblitzt. Corn Red benutzen wir, um die roten Elemente in der Rüstung und bei der Waffe jetzt nochmals nachzumalen. Die roten Stellen werden nun final mit Mephiston Red akzentuiert, um die Farbe noch mehr hervorstechen zu lassen. Warpstone Glow und Mood Green werden benutzt, um den schwierigsten Teil der Miniatur zu bemalen, die Augen. Zuerst wird Warpstone Glow aufgetragen und danach ein ganz feiner Punkt Mood Green, um den Leuchteffekt zu erzielen. Die Miniatur ist nun fertig, jetzt kümmern wir uns um die Base und da geht es hauptsächlich ums Trockenbürsten und die ersten Farben, die wir benutzen, sind für Braun Dumbul Brown und für Grau Ashen Grey. Das Ashen Grey hellen wir im nächsten Schritt mit Administratum Grey auf. Dabei ist es vollkommen in Ordnung, wenn die Grau- und Brauntöne sich beim Trockenbürsten ein wenig überlappen. Das erzeugt ein natürlicheres Flair auf der Base. Jetzt wird die Erde trocken gebürstet. Da fangen wir an mit Mournfang Brown und arbeiten uns weiter zu einem etwas helleren Highlight von Baneblade Braun. Wer möchte, kann jetzt noch diese Tonne auf der Base bemalen. Dann nehmen wir zuerst Typhus Corrosion und setzen anschließend die bereits bekannten Rosteffekte mit Riser Rust und mit unseren Metallfarben ein. Zum Abschluss wollen wir noch ein Grasbüschel auf die Base kleben. Dazu nehmen wir Holzleim, vermengen ihn ein wenig mit Wasser, geben dieses Wasser-Leim-Gemisch auf die Miniatur und kleben anschließend das Grasbüschel auf die Base. Als allerletzten Schluss wollen wir jetzt mit Mournfang Brown auch den Baserand bemalen, um die Miniatur auch sauber auf dem Spielfeld erscheinen zu lassen. So, das Tutorial ist zu Ende und der Kollege ist angekommen. Und ja, das ist er. Flankiert von seinen beiden seinen Kundschafter und ein irgendein Ritter oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist ein Paladin in Power Armor hier. Und ich finde ihn richtig, richtig geil. Ich finde, er ist denen mega gut gelungen, hat super viel Spaß gemacht, ihn anzumalen. Und ich hoffe, ihr könnt mit dem Tutorial den nachmalen. Jetzt wird es einige geben, die sagen, boah, der sieht ja im Spiel ganz anders aus. Das ist durchaus möglich, aber das ist meine Interpretation, wie ich ihn geil fand. Und ich finde immer gut, wenn eine Figur nicht nur jetzt Stahl hat, sondern ein paar Farbakzente. Und wenn wir jetzt den hier angucken, dann habe ich das bei dem hier auch gemacht. Der hat auch so leichte rote Akzente. Und selbst der Kollege hier hat ganz leichte rote Punkte auf seiner
grün, das sind die beiden Farben, hier hinten sieht man es richtig schön, die quasi in meiner Armee so ein bisschen den roten Faden durchführen. Das Schwerste sind sicherlich, und da werden sicher einige sagen, boah, das hast du nicht anständig gezeigt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war richtig schwer, waren die Augen zu bemalen. Ich hoffe, man sieht die jetzt auch anständig. Ich ziehe den mal hier ein bisschen näher ran und fokussiere den mal hierher. Ja. Also das war auch wirklich schwierig. Und dann müsst ihr einfach diese zwei Grüntöne, die ich vorgeschlagen habe, malt den einen rein und in den inneren den anderen rein. Also es ist echt schwierig. Wenn es nicht beim ersten Mal klappt, macht doch keine Sorgen. Es geht darum, dass das auf dem Spielfeld gut aussieht, und das ist ja ein Mini-Detail, das jetzt nicht unbedingt sein muss. Wenn euch dieses Tutorial gefallen hat, dann gebt den Daumen hoch. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen, wenn ihr unseren Kanal generell gut findet. Wir werden auf jeden Fall mehr zu Fallout machen. Und jetzt kommen natürlich noch ein paar Shots, damit ihr das Modell noch besser bewundern könnt. Einen schönen Tag noch, bis bald, ciao!